Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. Im letzten Part haben wir Dr. Swansea verhört, um endlich mal Antworten zu erhalten. Was so wirklich was gebracht hat, allerdings nicht. Ich schaue gerade, was wir noch machen könnten. Ich könnte die zwei hier noch aussaugen. Ich glaube nicht, dass ich da noch die Antworten kriege bei ein paar Leuten. Da mir da relativ viele Hinweise fehlen. Beziehungsweise ich einfach keinen Plan habe, wo ich die herkriege. Zum Beispiel bei den beiden. Oder bei ihm. Clickfox hatten wir auch nie eine richtige Spur. Hier haben wir zwar zwei neue Personen, aber ich weiß nicht, wo ich von denen irgendwas erfahren kann. Die haben mir auch keine richtige Information gegeben. Ich könnte noch mal mit dem Detektiv sprechen. Macht ja die jetzt alle wieder da sind. Und keiner mehr vermisst wird quasi. Vielleicht hat er ja irgendwas Neues. Falls er nichts Neues hat, ja, müssen wir wahrscheinlich die Story fortsetzen. Da mir sonst auch nichts mehr einfällt, was wir noch machen könnten. Und so wie ich einen Fehler gemacht habe. Bei dem Bezirk waren nicht nur die paar Leute hier noch am Leben, sondern die hier waren auch noch am Leben. Und er hier. Also eigentlich haben wir nur ein paar ausgesaugt, aber dass der Bezirk dann direkt ins Chaos stürzt. War ein bisschen komisch. Ich dachte eigentlich, der würde es überleben, der Bezirk. Aber scheinbar nicht. Scheinbar war es gerade um 1 oder 2 Personen zu viel, die ich ausgesaugt habe. Okay, naja, kann man nichts machen. Habe ich halt nicht aufgepasst, war aber auch die Konsequenz, vor der ich die ganze Zeit Angst hatte. Beziehungsweise die ganze Zeit schon gemeint hatte, dass nicht so toll ist. Was passiert? Okay, er ist hier oben. Doctor. What are you investigating? Well, I was lucky enough to find them both while conducting my investigation in this part of town. Why do I still have the feeling that you're hiding something? What about the abductor? Was it the same person? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Kimura on that matter. All I did was to lead them safely home. Okay. Ist von ihm. Kriegen wir auch keine neuen Informationen. Goodbye. What has happened to the London that I knew? Ja, stimmt. Der Laden ist jetzt zu. Nachdem wir die hier ausgesaugt haben. 2. Wusste ich gar nicht mehr, dass das eine Auswirkung auf die Umgebung hat. Beziehungsweise, dass man dann Gebäude nicht mehr betreten kann, die vorher offen waren. Hätte ich mir eigentlich denken können. Alten Avery könnten wir auch mal aussaugen. Wie gesagt,
Ich werde sowieso maximal noch einmal aufleveln. Weil ab dann werden alle Gebiete im Chaos versinken. Ja, bei ihm haben wir ja schon alle Antworten. Yes, Mr. Jonathan? Ja, alles bis auf einen Hinweis, aber da habe ich keinen Plan, was es sein könnte. Miss Reed. I leave her alone with the most despicable monster of all, her own son. Natürlich. Die Mutter, ich hab gehört. Ist die Mutter hingelaufen? War nichts da. Kann ich noch ein Gespräch abhören? Ein Selbstgespräch wahrscheinlich. Wenn ich schnell genug wäre. War ich leider zu langsam. Ja, die wird jetzt wieder sich da in den Sessel setzen. Oder irgendwann wahrscheinlich wieder ins Zimmer gehen. Ja, meistens sind sie irgendwelche Gespräche, die ich immer schön verpasse. Weil ich da keine Ahnung habe, wo und wann die getriggert werden. Was ist eigentlich mit der hier hinten? Ist die noch am Leben oder habe ich die ausgesaugt? Ne, die ist noch am Leben. Also hier fehlen uns auch alle Informationen. Also das ist auch wahrscheinlich irgendein Gespräch oder irgendein Dialog. Rats. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Ja, es sind nur 3 Hinweise. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ich sonst noch irgendeine Person. Wenn man dockt, kann ich die 2 noch erledigen. Haben wir aber hier noch eine Information erhalten? What do you... Ja, haben wir. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? Sagen wir es so, die Vampyre möchten nicht, dass man weiß, dass sie existieren. The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters.
So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Wahrscheinlich nicht. Wäre nicht selbst einer. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Okay, aber das waren jetzt alles nicht die Fragen, die wir gebraucht hatten. Vielleicht wird Clarence selbst noch irgendwas. Good evening, old chap. Are you all right? I won't. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Okay. Ja, mit denen haben wir allen quasi schon Kontakt gehabt. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Ja, einen Krieg, den er nicht gewinnen kann. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Man benötigt definitiv Hilfe. Ich glaube, wir gehen das Sympathie und glauben ihn. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Okay. Es hat einen Vampirangriff gesehen und ist noch am Leben. Clarence,
Tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform, biting into a soldier's neck. But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body, drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned. Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research, but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. Anzunehmen. These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. Huh, that'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. You need some Natürlich. rest, Clarence. You should try to sleep. Haben wir jetzt bei Venus noch irgendwas freigeschaltet? Rein zufällig. Ich glaube nicht. Aber ja. Das bei ihm fehlt jetzt auch nicht mehr viel. Können wir ihn auch aussagen. Na gut, dann gehen wir zu Lady Ashbury, nachdem ich, glaube ich, sonst nichts zu tun habe. Zumindest nicht wüsste, was ich noch zu tun hätte. Beziehungsweise bei welchem Charakter wir jetzt noch neue Gespräche haben. Und dann schuldet sie uns ja auch noch ein paar Antworten. Beziehungsweise, vielleicht hat sie endlich herausgefunden, wer unser Schaffer ist. Okay. Nicht direkt eine Cutscene, sondern wir können uns sogar umsehen. Noch ein Tagebuch. 9. Mai. Heute Nacht habe ich mit Mutter die Kranken im East End besucht. Es ist lange her, seit ich in diesem traurigen Teil der Stadt war. Es hat mich sehr gerührt, wie sie diese armen Menschen zuhört und sie getröstet hat. Sie versucht grundlegend etwas zu verändern und diesen Männern und Frauen zu helfen. Außerdem hat sie heute Nacht einen von ihnen umgebracht. Es geschah so schnell. Ich bemerkte es nicht einmal, als sie verschwand. Doch als sie wieder da war, wirkte sie viel lebendiger, viel lebhafter. Ich wusste sofort, was passiert war. Sie nahm mein Leben und ich sah nichts. Wir kehrten heim, ohne ein Wort zu sprechen. Sollte ich jemals ein Vampirin werden, würde ich nicht von Sterbenden zehren. Ich würde die Schuldigen und Gewalttätigen töten, wie auch immer sie sich verstecken.
13. September. Als ich an diesem Nachmittag für das Frauenwahlrecht warb, haben mich 2 Männer in eine Gasse bedrängt. Ich habe so laut ich konnte um Hilfe gerufen, so wie Mutter es mir aufgetragen hatte. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn nicht ein Soldat plötzlich die Männer zurechtgewiesen hätte. Er brachte mich dann nach Hause und versuchte, mich zu küssen. Ich weigerte mich. Dann ging er wortlos. Die ganze Geschichte machte mich so traurig. Ich weinte immer noch, als Mutter nachts wach wurde. Ich erzählte ihr alles und sie umarmte mich. Später gingen wir ins Theater und sahen uns dort Fletchers neues Stück an. Ich glaube, es kränkt mich ein wenig, dass Mutter nicht losstürmte, um mich zu rächen. Ich würde als Vampyr nicht so gnädig sein. 15. September. Letzte Nacht haben Mutter und ich schlimm gestritten, als sie sich mal wieder geweigert hat, mich unsterblich zu machen. Ich erinnerte sie daran, was mit den 2 Männern in dieser Gasse hätte zustören können. Sie hätte bewaffnet sein können. Es wäre ganz anders abgelaufen, wenn ich eine Vampirin wäre. Sie aber hat nur gelächelt und gesagt, ich müsste bereit sein, dieser Welt die Stirn zu bieten, um ein Teil von ihr zu werden. Ich weiß nicht einmal genau, was das heißen soll. Doch es macht mich verrückt. Ich bin mitten in der Nacht aus dem Haus zu Emily gerannt. Dort verbrachte ich den ganzen Tag. Vielleicht ist die Zeit gekommen, auszuziehen. Und so wie Emily mein eigenes Leben zu leben. Ich liebe Mutter sehr, aber es ärgert mich ebenso, wenn sie Gespräche über meine Verwandlungen verbindet. 17. Februar. Heute Nacht bin ich so traurig wie aufgeregt. Denn ich werde dieses Haus endgültig verlassen. Mutter erlaubt mir, in eine eigene Wohnung im Westend zu ziehen, die aber nicht so weit von ihrem Haus entfernt sein dürfte. Ich habe ihr versprochen, sehr vorsichtig zu sein. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie mir, dass sie stolz auf mich sei. Sie möchte einfach, dass ich so stark und unabhängig wie sie bin. Das verstehe ich jetzt. Zugegebenermaßen bin ich ihr dankbar für alles, was sie mir über die Jahre beigebracht hat. Sie hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Von nun an beschreite ich meinen eigenen Weg. Ich entscheide nun, was ich mit meinem Leben anstellen will. Und eines weiß ich genau. Sollte ich je unsterblich werden wollen, beziehe ich meine Mutter in diese Entscheidung nicht mit ein. Dies ist mein Leben und ich bin verantwortlich für meine Taten. Okay. Haben wir noch eine Information über die Tochter erfahren? Gibt es hier sonst was zu holen? Irgendwelche anderen Informationen vielleicht? It's locked, all right. Rein zufällig. Ich glaube nicht. Den komme ich hier nicht ran. Na gut. Reden wir mit dir. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth.
It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Ja, sagen wir so, er hat jegliche Ethik missachtet. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, Elizabeth, are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! So viel. Zudem, man könnte über alles reden. Die Tragödie der Blutnacht. Nur wenige von uns verbleiben nach dem Schock der großen Jagd. Ich war einer von ihnen. Ich erinnere mich, wie die plötzliche feindliche Attacke uns alle überraschte. In diesen wenigen Nächten wurden viel Blut vergossen. Manche der Überlebenden gingen ins Exil. Ich machte ihnen keinen Vorwurf. Doch ich bedauere ihren Mangel an Standhaftigkeit. Wir brauchen Mut, um die Interessen des Weltreichs zu schützen. Wir brauchen Mut, um unsere Werte zu verteidigen. Erinnern wir uns alle an William Marshall, der niemals in die Knie ging. Mein geliebter Schöpfer mag schon lange von uns gegangen sein, aber sein Vermächtnis lebt weiter unter uns. Wir haben einige Tropfen seines heiligen Bluts aufbewahrt, um uns daran zu erinnern, wer wir sind und was wir anstreben. Ehre, Reinheit und Vortrefflichkeit. Als ein Abkommen und seine Freunde hatte ich die Ehre, häufig mit den Ritter zu sprechen. Er erzählte mir von Tränen der Engel, diesen heiligen Trunk, der den unersättlichen Hunger stillen soll, den wir alle spüren. Nie beendete er seine Suche nach dem Artefakt, obwohl er nicht einmal wusste, ob es überhaupt existiert. Ich bewunderte seine Beharrlichkeit. Mit dieser Beharrlichkeit, diesem unverrückbaren Glauben an etwas Großes, werden wir alle noch kommend große Jagden überleben. Askelon wird nie untergehen, denn er ist ein Inbild. Aus die Gesetze von Askelon von Lord Redgrave. Ich hatte die Beschreibung von Lord Redgrave. Verstehe ich gerade nicht ganz. Egal. Okay. Wir sollen scheinbar auch die Zutaten suchen, die William Marshall schon vor
Ewigkeiten gesucht hatte. Weiß nicht, ob das so einfach ist. Und ob das Ding überhaupt funktioniert. Okay. Marschles Blut, wirtschaftliche Funktion mit ein Tropfen von König Arthurs Blut. Rückkehr in der alten Leichenhallen des Pembroke Hospital nach Insulin. Das brauchen wir, Insulin. Braucht mir nicht einen Knoblauchessenz? Das musste ich gerade nicht ganz verstehen. Ja, na gut, bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht das sollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.